Da ich das Glück hatte, schon in meiner Kindheit mit dem Skifahren anzufangen, wollte ich diese Leidenschaft endlich mal in eine neue Videoreihe einbauen. Denn bisher kenne ich eigentlich nur 3 Skigebiete in Österreich. Europa beherbergt einige der exklusivsten und spektakulärsten Skigebiete der Welt und ich habe mir einige Orte der Superlative rausgesucht, um sie für euch zu entdecken. Von legendären Pisten bis hin zu purem Luxus in den Alpen. Wir starten heute direkt mit einem echten Klassiker und zwar St. Moritz, dem wohl bekanntesten, luxuriösesten und ikonischsten Skiort der Welt. Und damit, Leute, einen wunderschönen guten Tag aus der Schweiz. Ey, was ist das hier bitte für ein Panorama? Schaut euch das mal an. Das ist auch tatsächlich das erste Mal in meinem ganzen Leben, dass ich mit meinem eigenen Auto, obwohl ich habe ja schon mal so einen Roadtrip gemacht, aber da war es jetzt nicht so verschneit und auch wir waren nicht so hoch, aber mit meinem Auto schön durch die Schweiz hier cruisen, mit diesem Panorama, mit der Aussicht, das hat schon richtig Spaß gemacht. Wir sind jetzt gleich schon da, weil für mich geht es zum zweiten Mal in meinem Leben nach St. Moritz. Einmal war ich da schon für eine Nacht, weil ich da mit dem Glacier Express gefahren bin, das ist ungefähr 2 Jahre her und ich habe mir irgendwie für diesen Winter so vorgenommen, weil ich auch selber super gerne Ski fahre und ich habe in letzter Zeit oder die Erfahrung gemacht, so in den letzten Jahren, mach einfach immer das, wo du selber richtig Bock drauf hast, wo du Spaß dran hast und deswegen dachte ich mir, in diesem Winter schaue ich mir mal 3 bis 4 richtig geile Skigebiete an. Wir starten heute in St. Moritz, im, ich würde mal sagen, teuersten und eventuell auch mit bekanntesten Skigebiet der ganzen Welt. Oder dieser Ort ist ja sehr bekannt, St. Moritz. Werden wir uns alles anschauen. Und dann geht es auch noch weiter nach Zermatt. Das ist ja auch hier in der Schweiz. Da werden wir auch ein bisschen Skifahren, uns die Hütten anschauen. Natürlich auch mal das Nachtleben so ein bisschen mitnehmen. Was kostet da eigentlich die Welt? Und dann geht es noch weiter in die französischen Alpen und zwar nach Courchevel. Da warte ich aber noch ein bisschen, das will ich irgendwann im Februar machen. Und dann vielleicht auch noch nach Kitzbühel oder sowas, irgendwas in Österreich. Ich bin echt, ich liebe es Ski zu fahren und deswegen dachte ich mir, das musst du auch mal mit auf deinem Kanal mal einbinden, wenn du dann mal wieder Ski fährst. Und jetzt machen wir mal was ganz Besonderes raus. Ich finde mein Auto ja auch schon echt geil, also ich bin auch stolz drauf und ich fahre damit total gerne. Und hier mit dem Schnee und so, sieht schon schön aus. Ja. Bisschen Car-Content. Ungefähr 10 Kilometer sind es jetzt noch bis St. Moritz. Das fahren wir jetzt mal eben runter und dann freue ich mich. Gucken wir mal, was da so geht. Und wir sehen uns dann gleich, denke ich, im Hotel wieder. Ich kann aber schon mal vorweg sagen, ich war abends einen Mausklick davon entfernt, eins von diesen absoluten Luxusdingern da zu buchen. Dann habe ich aber gedacht, ey, schlaf noch mal eine Nacht drüber. Und am nächsten Morgen habe ich mir gedacht, Digga, ich gebe doch hier jetzt nicht 2.000 € oder so pro Nacht aus. Das sehe ich nicht ein. Ich will Skifahren und die ganzen coolen Hotels und historischen Hotels können wir uns auch ein bisschen von außen anschauen. Also, ich glaube aber da, wo wir schlafen, das ist auch bestimmt richtig schön. So, dann wollen wir mal. Julian ist auch dabei. Kannst du hier einmal schon mal winken? Servus. Servus. Servus sagt man aber nur in Österreich. So, Grüezi, genau. Bis gleich. Mitten im Engadin im Schweizer Kanton Graubünden liegt St. Moritz auf 1822 Metern Höhe. Das ist wirklich ziemlich hoch und vielleicht auch der Grund für St. Moritz' besondere und schillernde Historie. Umgeben von riesigen Bergen bietet der Ort perfekte Pisten, extrem viel Sonnenschein und eine ziemlich exklusive Atmosphäre. Berühmte Hotels wie das Badritz Palace oder das Kulm Hotel, internationale Gourmetküche und spektakuläre Events wie das White Turf Pferderennen auf dem zugefrorenen See oder der Snow Polo World Cup machen St. Moritz einzigartig. Ziemlich lustig, es gibt auch einen Flughafen in St. Moritz, der ist allerdings nur für Privatjets, die sieht man dann regelmäßig ins Tal reinflattern. Wir halten also schon mal fest, die Hotellerie in St. Moritz ist Extrem teuer. das Bier ist Teuer. eine Taxifahrt hier ist 100 € für 10 Minuten. und die Verpflegung auf den Hütten ist Auf jeden Fall meistens auch ziemlich teuer. Extrem teuer? Was aber zum Glück nicht teuer hier in der Schweiz ist, das ist das Internet. Natürlich geht es auch 2026 weiter mit meinem Lieblingspartner Aerolo, der größte Online-eSIM-Anbieter. Und hier in der Schweiz ist es ja so, dass die Schweiz leider nicht Teil der EU ist, somit auch die meisten EU-Flats hier gar nicht greifen. Und da kommt natürlich Aerolo ins Spiel. Ihr könnt euch super günstig über Aerolo auch für die Schweiz eine eSIM kaufen. Los geht's schon mit 1 GB für $4 oder 3 GB für $9. Wenn es ein bisschen mehr sein muss, 10 GB 21,50 $. Da kann man, denke ich, nicht meckern. Die meisten von euch sollten Aerolo ja mittlerweile kennen. Es gibt auch ganz viele andere Länder, eigentlich weltweit, Kontinente. Aerolo versorgt euch, egal wo ihr hinreist, immer mit dem besten Internet. Ihr könnt die eSIM auch vor eurem Urlaub schon kaufen und dann ganz entspannt, wenn ihr im Zielland ankommt, aktivieren. Somit müsst ihr auch keine Sorgen haben vor überteuerten Roaming-Kosten. Mit dem Code ALEXVIET gibt es wie immer Rabatt auf eure erste eSIM. Danke an Aerolo fürs Sponsern dieses geilen Trips. Hat mich sehr gefreut und wir, fahren jetzt weiter Ski und gucken mal, was hier noch so geht. und zack, da sind wir auch schon in St. Moritz.
eben eingecheckt hier im Hotel. Ich habe einmal kurz geduscht. Draußen ist es mittlerweile schon dunkel geworden. Ich gebe euch einmal kurz eine schnelle Roomtour hier eben. Moment. Also kurz vorweg, die Hotellerie in St. Moritz ist, würde ich sagen, von bis. Also es gibt auch wirklich 3-Sterne-Hotels, einfach so Pensionen oder so, die kosten, ja, sind jetzt auch nicht günstig, aber die kosten jetzt nicht ein halbes Vermögen. Dieses Hotel hier wurde renoviert und wir haben jetzt aber hier ich habe irgendwie so einen Suitenbereich gebucht, da dachte ich mir, ja komm, das ist drin. Normales Zimmer mit Frühstück kostet hier jetzt 300 Euro pro Nacht und der Bereich, wo wir jetzt hier sind, der kostet so ungefähr 500 Euro pro Nacht, also auf jeden Fall teuer. Aber wenn man es jetzt vergleicht mit dem anderen Ding hier, das ist hier um die Ecke, schauen wir uns gleich mal an, da kostet ja alleine schon eine Nacht irgendwie 1800, 1900 Euro. Und es gibt, glaube ich, 4 Hotels, die alle so in dieser Preiskategorie sind. Muss ich auf jeden Fall mal machen, aber bei diesen Videos geht es mir auch so ein bisschen einfach um das Skigebiet. Und wenn man dann eh nicht so viel im Hotel ist, dann macht das auch nicht so Sinn. Aber ich werde auf jeden Fall irgendwann nochmal hier nach St. Moritz fahren und mir dann 1, 2 von diesen Hotels angucken, weil die sind auch historisch sehr, sehr geil mit vielen coolen, prominenten Gästen damals aus Hollywood und so weiter. Da kann man viel erzählen. Aber das Ding hier, warte mal, ich mache mal mein Licht an, ist brandneu. Schaut euch das mal an. Wir haben hier eine quasi 50 Quadratmeter, also die nennen das Suite. Würde ich sagen, ist jetzt zwar keine richtige Suite, ist einfach ein großes Zimmer, aber schon sehr, sehr schön. Hier ein Bett, Doppelbett, Fernseher. Ich würde mal sagen, wir sind hier vielleicht die 2. oder 3. Gäste. Das ist wirklich erst im Dezember fertiggestellt worden. Jetzt haben wir gerade den 13. Januar. Ja, richtig, richtig geil. Einmal kurz ins Badezimmer schauen. Auch super schön. Moinsen. Hier die Dusche. Ja, das ist schon nicht schlecht. Ist auch super gelegen. Man ist in 400 Metern am Skilift. Gehen wir einmal noch raus, weil unsere Aussicht ist auch genial. Schaut mal hier. Auf der Kamera kommt das eh nochmal besser rüber. Wir sind hier recht am Rand und dann geht's, da hinten ist, würde ich mal sagen, so das Zentrum der Elite. Hier haben wir dann den See, der zugefroren ist oft, wo dann auch immer so Spiele drauf sind. Und da oben ist das Skigebiet, da geht's dann morgen hin. Wir machen jetzt erstmal einen kleinen Spaziergang, gehen ein bisschen was essen. Ich schaue mir mal die ganzen Hotels an, die hier so liegen. Werden wir auf jeden Fall mal hochspazieren. Genau, da sehen wir uns dann gleich unten wieder, ne? Wir sind mittlerweile unterwegs, latschen jetzt 2 Kilometer in den richtigen Ortskern von St. Moritz, weil wir sind so ein bisschen vom Schuss, oder zumindest jetzt je nachdem, wie man es nimmt. Die ganzen verrückten Hotels sind auf jeden Fall da oben. Da gehen wir jetzt hin. Ja, voll ein scheiß Auto auf dem See. Ich weiß jetzt auch nicht, dann ist das... Aber das muss doch der See sein. Vielleicht haben die da ja zwischendurch so Straßen mal reingepflanzt. Weil wir haben hier tagsüber auf jeden Fall Plusgrade. Deswegen würde ich da jetzt nicht unbedingt auf dem Eis mit dem Auto fahren. Aber vielleicht ist das ja auch sicher. Die werden es ja wissen, die St. Moritzianer. Wir gehen jetzt schön schweizerisch essen. Mal gucken, was der Spaß am Ende kostet. Ich freue mich aber richtig morgen aufs Skifahren. Das wird, glaube ich, auch... Also es wird ein geiles Erlebnis. Aber natürlich auch preislich eine Hausnummer, ne? Schauen wir mal. Haben auf jeden Fall gutes Wetter bestellt. So Leute, so langsam kommen wir hier in Richtung Zentrum. Da hinten klingt es schon ein bisschen nach Abriss-Ski. Und hier haben wir jetzt anscheinend schon die Shoppingstraße von St. Moritz. Und da hinten ist das Bedford's Palace Hotel. Das wollte ich mir mal kurz anschauen. Ich dachte immer, Löwe macht Fernseher. Anscheinend nicht mehr. Naja, so Leute, schaut mal hier, das Bedford's Palace. Das sieht schon gewaltig aus. Das sieht aus wie eine alte Burg. Echt krass. Das war auch für die Zeit, wo wir jetzt hier sind, sowieso komplett ausgebucht, also hätte ich auch gar nicht buchen können. Aber ich zeige euch jetzt hier gleich mal die anderen Hotels auch noch und ihr könnt ja dann mal 2 kommentieren, wo ich unbedingt mal hin soll und das werde ich dann nächstes Jahr oder so mal machen. Nächstes Hotel, hier haben wir das Kulm Hotel. Da war früher mal Alfred Hitchcock. Haben sie auch ein bisschen verändert. Ich habe mir da eine Doku zu reingezogen. Sieht ein bisschen renoviert aus. Auch nicht schlecht. Ich glaube, das sieht von der anderen Seite noch interessanter und glamouröser aus. Kulm Hotel St. Moritz, da könnte ich heute Nacht noch rein. 2668 Euro. Ja, gute Nacht. Wir gehen jetzt auf jeden Fall erstmal was essen hier. Hier ist einfach eine Eisbahn. Und das ist jetzt das Restaurant. Sieht irgendwie aus, als wäre da niemand drin. Aber wenn man hier so abends spazieren geht, schon wirklich sehr, sehr schön. Also es hat alles was, muss man schon sagen. Traumhaft. Jetzt bräuchte ich nur noch Schlittschuhe. Aber ich bin ja zum Skifahren hier. Ich hatte erst kurz Angst, dass wir hier keinen Tisch bekommen, weil also die meisten hier haben reserviert, aber haben anscheinend Glück gehabt. Sieht wirklich auch sehr, sehr schön aus. Für mich gibt es, glaube ich, einen Schnitzel. Leute, das Bier hier in St. Moritz, wir haben hier Eichhoff, frisch gezapft vom Fass. Sehr, sehr lecker. Kann ich empfehlen. Schaut euch mal das große Wiener Schnitzel an hier in der Schweiz. Bin ich mal gespannt. Habe jetzt auch richtig Hunger mitgebracht.
Das war auf jeden Fall das teuerste Schnitzel meines Lebens. 52 Franken. Ich glaube, so teuer habe ich auch noch nie in irgendeinem Hotel einen Schnitzel gegessen. War aber wirklich unfassbar lecker. Also ein toller Laden. Wir haben jetzt für 2 Personen 140 Schweizer Franken bezahlt. 2 Hauptgänge, 1, 2, 3 Getränke. Ja, ist natürlich schon eine Ansage, ne? Aber ich hätte sogar gedacht, dass es noch teurer ist, muss ich sagen. Mal gucken, was da morgen auf uns zukommt. Auf der Piste. Auf dem Rückweg geht es jetzt hier noch am Carlton Hotel vorbei. Carltons Hotel, irgendwie so. Auch ein schönes, altes Ding, ne? Hier in den kleinen Hütten kann man schön Fondue essen oder so, einen Tee trinken, wenn man das nötige Kleingeld hat. Wir müssen jetzt noch 1 Kilometer zum Hotel gehen, könnten uns aber auch einfach hier so ein Air-Taxi bestellen. Nummer anrufen, QR-Code scannen. Ich weiß nicht, ob dann hier vor mir ein Heli landet. Was sonst, ne? Also, ja. Finde ich lustig, dass das hier so steht. Schaut mal, da fahren jetzt einfach 2 Schlittschuhe hier auf dem See. Ist das geil. Wir sind jetzt hier mitten auf dem See. So ganz sicher fühle ich mich nicht, muss ich sagen. Das dumpft auch hier so immer so komisch, als würde das Wasser von unten gegenknallen. Aber wird schon nichts passieren. Hier ist ja eben ein Auto rübergefahren. Habt ihr das gehört? Was ist das? Also das ist echt schon ein bisschen gruselig hier drauf. Das klingt die ganze Zeit wie in so einem Actionfilm, wenn dann so das Eis anfängt zu brechen und dann die Charaktere anfangen zu rennen. Aber wir leben noch. Wir sind noch mal kurz hier nach oben gegangen. Hier gibt es einen großen Spa-Bereich mit Jacuzzi. Hier Whirlpool-mäßig. Das ist schon echt ein richtig, richtig nices Hotel, muss ich sagen. Kann ich empfehlen. Könnt euch auch einfach ein normales Zimmer buchen. Hier Laudinella. Daumen hoch. Wir gehen jetzt gleich schlafen. Sehen uns morgen früh wieder. Und dann freue ich mich auf einen geilen Skitag. Das wird bestimmt richtig cool. Also, gute Nacht. Jetzt wird es richtig kalt hier. Minus 5 Grad haben wir. So Leute, einen wunderschönen guten Morgen. Wir haben auf jeden Fall ganz gut geschlafen. In St. Moritz hat es auch ein bisschen Neuschnee gegeben. Vor allem hier im Tal irgendwie. Wir gehen jetzt gleich hier irgendwo zum Lift. 400 Meter ungefähr. Und dann schauen wir mal, was das für ein Skitag wird. Da oben ist es noch ziemlich neblig. Aber gleich kommt die Sonne raus um 10 Uhr. Auf geht's, ich freue mich. Auf dem Weg zum Lift, Leute. Das hier im Hintergrund, das war das Hotel, wo ich hier letztens oder vor 2 Jahren geschlafen habe. Da kam ich hier mitten in der Nacht an. Sieht auch total schön aus. Bevor es jetzt zum Lift geht, seht ihr hinter mir das nächste Luxusding. Grand Hotel de Bain. Ja, das ist jetzt nicht so weit von unserem Hotel entfernt. Sieht auch wunderschön aus, ne? Also wirklich. Die haben hier echt richtig, richtig schöne Hotels, das muss man sagen. So Leute, schaut mal hier. Die Tageskarte liegt hier bei 81,50 Franken pro Person. Aber nicht für uns. Was ist das denn für ein Wetter hier? Ich dachte, die Sonne kommt jetzt raus. Aber immerhin nicht viel los. So Leute, schaut mal hier. Wir sind jetzt gerade rausgekommen. Der Lift hier ist direkt erstmal zu. Von hier sind wir gestartet, hier hochgefahren. Und hier ist jetzt St. Moritz, die Talstation. Ich habe mich gefragt, ob hier die Tickets dann teurer sind, aber eigentlich kann das nicht sein. St. Moritz Dorf, St. Moritz Bad. Und es geht hoch bis 3057 Meter. Der bekannteste Berg direkt über St. Moritz ist der Corviglia, auf dem sich die wichtigsten Pisten und Lifte befinden. Und von dort aus geht es auch hoch auf den Pitzner auf 3057 Meter. Ja, wo fahren wir jetzt am besten? Einfach mal los, oder? Und damit herzlich willkommen im Skigebiet. Wir sind jetzt gerade schon hier hochgefahren. Ich wollte noch kurz was loswerden. Und zwar habe ich mich da echt gewundert. Wir haben jetzt tatsächlich pro Tag, pro Person hier nur 47 Franken bezahlt. Fürs komplette Skigebiet, was unfassbar günstig ist. Vor allem, wenn man es mit Skigebieten in Österreich oder so vergleicht. Da zahle ich, also da, wo ich immer hinfahre, das hat letztes Jahr, glaube ich, 75 Euro oder 74 Euro sogar am Tag gekostet. Tagesskipass. Und hier haben die Hotels so eine Kollaboration. Wenn du es dann übers Hotel buchst, zahlst du einfach nur die Hälfte. Und das hat mich schon echt gewundert, weil das hätte ich von St. Moritz jetzt nicht gedacht. Aber gut, also vielleicht auch ein kleiner Geheimtipp. Wenn man hier ins Hotel geht, dann auf jeden Fall da auch den Skipass kaufen. Und wir fahren jetzt mal hier rum. Ich hab Bock, let's go. So, kann ich's noch? Skifahren verlernt man nicht. Let's go. Also es wäre klasse, wenn die Wolken hier so ein bisschen aufklaren gleich. Boah, ist das geil, ey. Hier ist ja nichts los. Boah, erste Abfahrt. Jetzt aber einmal hier richtig Tempo. Talabfahrt gesperrt? Ja. Ja Leute, je höher man kommt, desto schlechter wird die Sicht. Das ist jetzt ein bisschen blöd. Oben wurde es dann kurz einmal ein bisschen besser, aber unterm Strich war die Sicht an dem Morgen wirklich katastrophal. Also hier ging es ja jetzt noch halbwegs, aber wir waren eigentlich nur in Wolken und Nebel. Wir sind zwar ein bisschen gefahren, sind aber dann auch relativ früh mal auf eine Hütte eingekehrt. Das ist sogar mit im Skipass drin. 33,07. Mal gucken, ob Julian mich schlägt. Scheiße. So langsam. 35. So, wir sind jetzt hier beim Marguns. Das
Ist auch wohl eine gute Abriss-Skibar. Die Sicht ist leider wirklich katastrophal. Vor allem, wenn man sich nicht auskennt. Ich war ja noch nie. Das macht das Ganze nicht besser. Deswegen haben wir uns entschieden, jetzt erstmal hier kurz eine Kleinigkeit zu trinken oder so. Und warten, bis die Sonne dann mal durchkommt. Was hat das gekostet? 5,50 Franken. Das Bier? Ja. Irgendwie glaube ich, wir sind im falschen St. Moritz. Da kann man auch jetzt nichts sagen. Kostet in Österreich genauso viel. Wir probieren es jetzt auf jeden Fall noch einmal hier zu fahren. Es klart da ein bisschen auf. Schaut euch mal hier das Bergpanorama an. Hier geht es jetzt runter. Es ist total schade, die Bergbahn ist gesperrt irgendwie. Weiß ich auch nicht, ist zu windig oder so, weiß ich nicht. Sonst könnte man halt noch hochfahren auf über 3000 Meter. Naja, wahrscheinlich werden das jetzt erstmal die letzten Abfahrten. Und dann geht es auf so eine Schickimicki-Hütte da hinten. Da bin ich echt mal gespannt. Meine GoPro, die gibt immer den Geist auf, weil es zu kalt ist. Was ist das denn? Das ist so eine Outdoor-Kamera. So, schwarze Piste, Flüna. Okay. Ah, jetzt haben wir hier auch gutes Wetter mal. Hätte ich jetzt gar nicht gedacht, dass das hier so gut ist. Okay Leute, Zeit für eine kleine Mittagspause. Hinter mir seht ihr das Paradiso. Das habe ich glaube ich bei Franklin schon gesehen und auch bei Adi Totoro im Video. Und da gibt es irgendwie, also da kostet der Eintritt allein schon 40 Euro. Und ich dachte mir, ja, wenn wir jetzt schon hier sind, müssen wir da auch mal hin. Also ich bin mal sehr gespannt. Das ist wahrscheinlich die edelste oder auch, da gehen halt diese ganzen Leute aus den Hotels wahrscheinlich alle hin in diese Hütte. Mal gucken, ob wir da überhaupt reinkommen. Schießständer, gesponsert von Breitling. Aha. Eat, drink, relax and dream. Ciao, buongiorno. Hi. Hi. Do you have a reservation with us? No. No reservation. Would you like to eat or drink something? Yes, both. How many people are you? 2. Is it okay for you a sharing table? Yeah, I think so. If you have a single table, it would be better, but The thing is that we are already fully booked, Okay, so we only alright. have the sharing it's table. fine, it's fine. Follow me? Yeah. Hello. Ciao. So, da sind wir Leute. Haben sogar doch noch einen eigenen Tisch bekommen. Man muss nur immer schön fragen. Mal kurz jetzt hier vom Stuhl fallen. Money talks. Wie unangenehm. Ich weiß auch nicht, die Reichen gehen anscheinend voll steil auf sowas. Den Money Talks Cocktail. Also Eintritt mussten wir irgendwie bis jetzt noch nicht bezahlen. Jetzt geht's hier erstmal los mit 2 Williams Bieren. Ich weiß jetzt nicht, wie teuer die sind. Wir lassen einfach mal alles auf uns zukommen und am Ende wird dann abkassiert. Prost! Salute. Thank you. Der Cola Zero Index liegt auf jeden Fall bei 10 Franken. So Leute, Essen ist da. Hier gibt's jetzt erstmal einen Burger. Ich bin mal gespannt. Julian hat eine Pasta Bolognese. Ja, also Burger ist trocken, schmeckt mir nicht besonders gut. Also für 48 Franken kostet er, glaube ich, ist eigentlich eine Frechheit. Also da kann man dann doch wenigstens erwarten, dass es wirklich vom Feinsten ist und auch echt gut schmeckt. Frisch ist, schmeckt für mich nicht frisch. Sowas macht mich dann sauer. Also du kannst ja auch viel Geld verlangen, meinetwegen, aber dann liefer auch was, ne? So, ich bin jetzt hier gerade drin im El Paradiso. Also ist auf jeden Fall eine verrückte Welt hier. Aber irgendwie ist jetzt gar nicht so viel los. Liegt vielleicht auch ein bisschen am Wetter. So, gehen wir mal wieder raus. Die meisten Leute sitzen auf jeden Fall draußen. Hier kann man sich dann auch noch eine Breitling kaufen. Ja, schön. Also wir haben, glaube ich, so einen ganz normalen Tisch bekommen. Hier unten wird es dann immer exklusiver. Ich glaube, für die Tische da unten zahlt man dann irgendwie 40 Euro pro Person oder so. Keine Ahnung. Wetter spielt heute leider echt nicht so mit. Also ich habe mir auf jeden Fall vorgenommen, in diesem Video eine Flasche in diesem Bums hier zu bestellen. Fürs Video halt. Wir haben hier eine Sauvignon Blanc, 130. Ruinant, 260. Alter, ja gut. Die teuerste Flasche, die ich hier gefunden habe, ist die Class Azul Ultra für 7000 Franken. Ja, Schnäppchen. Leute, cheers auf St. Moritz und ich hoffe, hier geht jetzt gleich mal ein bisschen Party. Also ich habe in meinem Leben vielleicht 2 oder 3 Mal irgendwann mal eine Flasche bestellt, früher als ich jünger war im Club oder so. Aber so emotionslos wie gerade hier wurde mir noch nie eine Flasche auf den Tisch gekloppt. Ja Jungs, hier, zack, auf, rein, jo, danke, ciao. Normalerweise gibt es ja mal auch ein bisschen Feuerwerk oder so. Aber in St. Moritz, da musst du dann wahrscheinlich schon eine 0 hinten dran schreiben, damit du Feuerwerk bekommst. Oder vielleicht gibt es das hier auch nicht, keine Ahnung. Wir sind mittlerweile jetzt auf dem Weg nach unten ins Tal. Mal gucken, was da jetzt noch so los ist. Die Hütte da war irgendwie komisch, also da war jetzt nicht mega viel los. Alles natürlich extrem teuer. Ich zeige euch die Rechnung später nochmal. Nach der Hütte hatte jetzt alles zu. Jetzt müssen wir hier den Fußgängerweg zurück. Ich drehe ab. Das kann doch nicht wahr sein. So ein Mist. Da ist jetzt unser Hotel. Wir wollen aber nochmal hier links rüber. Wir haben jetzt auch schon 4:30, also die Pisten sind so langsam geschlossen.
Ja, Palapfadorf. Sieht gut aus. Das ist dann jetzt auch das Ende der Skipiste hier. Hier kommt man dann an so Millionenhäusern raus. Schneiden wir jetzt ab oder fahren wir? Fahren, oder? Und damit, Leute, einen wunderschönen guten Morgen aus St. Moritz. Ich glaube, das Video hat gestern geendet, nachdem wir dann noch runtergefahren sind. Also das war jetzt nicht so weit, war auch nur so ein kleiner Weg. Ist jetzt auch nicht immer so smart, wenn man dann mal ein bisschen was getrunken hat, noch Ski zu fahren. Klar, weiß ich, aber irgendwo, ich will mich da jetzt auch nicht rausreden. Noch 2, 3 Sachen zu diesem Paradiso. Also das war echt eine Sache für sich. Die Leute da, irgendwie fand ich es alles ein bisschen komisch. Es wurde uns zwar auch gesagt, aktuell ist noch nicht so viel los. Erst nächste Woche wieder, weil dann nächste Woche ist auf dem See wieder so ein Auto-Event, dass dann da irgendwelche Autos rumfahren und dann kommen halt die ganzen Leute hier hin. Und gerade sind nicht so viele da, aber da kam irgendwie gar keine Stimmung auf. Du hast arsch viel Geld bezahlt. DJ, ich habe noch nie so einen gelangweilten DJ gesehen. Der saß da immer so in der Ecke, da sein Pult. Und die besten Plätze von dem Ding, die waren nämlich unten. Da hätte man dann aber 40 € nochmal pro Person zahlen müssen. Ich dachte aber, komm, wir bestellen jetzt mal hier diese Flasche und mal gucken, ob die dann sagen, ja, ihr dürft euch jetzt auch unten hinsetzen. Aber hat nicht geklappt. Ich wollte euch ja einmal die Rechnung zeigen. Also eine Cola Zero 10 Franken, Cola Zero Index 10 Franken, ist natürlich arschteuer, aber hätte ich jetzt tatsächlich noch teurer erwartet. Mein Burger, der nix war, 48 Franken, die Bolognese von Julian 38 Franken und die Flasche Ruinart 260 Franken. Das war auch dumm. Das habe ich vergessen. Die haben einfach erst vergessen, die Flasche zu berechnen und ich war aber so fair und habe gesagt, you forgot the bottle. Aber das hat die gar nicht interessiert. Also ich glaube, es wäre nicht aufgefallen. 406 Franken, umgerechnet waren das dann ungefähr 450 €, glaube ich. Also die teuerste Restaurantrechnung meines Lebens mit großem Abstand und ich glaube auch, das werde ich niemals toppen. Nichtsdestotrotz war es ein richtig, richtig geiler Tag, auch wenn das Wetter nicht so perfekt ist. Also wenn hier Sonne ist und man wirklich klar sieht, so Kaiserwetter hat, dann ist das Skigebiet wirklich wahnsinnig geil. Also ich glaube, ich bin noch nie in so einem tollen Skigebiet gefahren. Aufgrund des Nebels hatte ich nicht so wirklich die Orientierung, aber wir haben jetzt heute auch noch einen Tag. Ich hoffe mal, heute wird es besser, aber das ist schon echt vom Feinsten, die Pisten. Ich weiß jetzt schon, ich habe ein gutes Fazit fürs Ende vom Video, also wir fahren jetzt noch ein bisschen Ski. Ich nehme euch natürlich nochmal mit und wir sehen uns dann später wieder, weil heute Abend fahren wir von hier aus weiter nach Zermatt und da wird dann auch noch ein bisschen Ski gefahren die nächsten Tage. Also, bis gleich. So Leute, schaut mal hier. Neuer Tag, neues Glück, gutes Wetter, geiler Sonnenschein und ich hoffe, die Kamera hier hält jetzt mal. Jetzt machen wir noch eine geile Abfahrt. Jetzt kann man endlich mal sich so ein bisschen orientieren, also ja. Hier ist die Speedstrecke, die wir gestern gefahren sind. Aber die Gondel bis nach ganz oben ist immer noch gesperrt oder geschlossen für Skifahrer. Oh, geil. Da unten waren wir gestern noch zum Abriss-Ski so ein bisschen. Also da ist St. Moritz-Dorf. St. Moritz, ja, Namen vergessen, scheiße. Zieht sich halt so ein bisschen um den See herum, ne? Schaut mal hier. Also das Panorama hier ist echt sehr, sehr schön. So, heute unter 30. So, Julian startet. Ja, sieht doch ganz gut aus. Alter, stark. Scheiße! Der Skilehrer war besser als wir. So Leute, letzte Hütte hier in St. Moritz. Wir essen noch mal was, bevor wir uns dann später auf den Weg nach Zermatt machen. Leider kann man hier draußen nichts bestellen. Wir müssen jetzt reingehen zum Essen. Mit diesem tollen Ausblick hier echt schade. So Leute, wir sind jetzt doch noch mal auf eine andere Hütte gefahren, weil die da oben hatten irgendwie nur Suppen. Salastrins. Hier sieht es auch aus, als wäre das, naja, auf jeden Fall sehr schick. Spaghetti Bolognese, 23,50 Franken. Gestern auf der Paradieshütte haben wir da 36 Franken bezahlt. Spaghetti Bolognese, kannst du keinem erzählen. So, mein Schnitzel ist da. Also, ja, erster Eindruck war so okay. Für den Preis ähnlich wie gestern. Es ist halt einfach arschteuer. Dann fehlt so ein bisschen einfach die Qualität. Also auch das ist okay, schmeckt okay. Aber im Dorf zum Beispiel war es wirklich 10 von 10. Das würde ich jetzt sagen, ist 6 von 10. Reicht auch jetzt mit Essen in St. Moritz. So Leute, das war's mit St. Moritz. Wir steigen jetzt ins Auto, haben jetzt 15:30 Uhr und fahren Richtung Zermatt. Habe ich ein bisschen unterschätzt, ist tatsächlich 5 Stunden weit weg, so eine Scheiße. Ab im Auto, Julian holt gerade noch irgendeine Tasche oder so. Das war ja eigentlich das erste
Skivideo jemals von mir oder wo es jetzt irgendwie um einen Skiort ging und es hat sehr viel Spaß gemacht. Also waren 2 richtig geile Tage. Ich weiß noch gar nicht so genau, ob das Video, also ich glaube, es wird bestimmt cool, das Video. Ich kann es mir jetzt gerade auch nicht so ganz vorstellen, weil ich habe so viel gefilmt und ich musste da auch alles irgendwie zusammenbekommen. Noch ein Fazit zu St. Moritz. Also es ist natürlich ein Ort für sich und es gibt super viele Menschen mit ganz, ganz, ganz viel Geld, die hier rumlaufen und die man überall sieht, in den Bars, in den Hütten, vor den Hotels. Und ich muss aber tatsächlich sagen, St. Moritz hat mich schon auch irgendwie überrascht, weil es geht auch für Skifahren, wenn man es jetzt ins Verhältnis setzt, günstig. Also ich bin wirklich davon überzeugt, dass man hier auch günstigen Skiurlaub machen kann. Viele Hotels, wenn man die frühzeitig bucht, für 2 Personen zahlst du dann 200, 250 Euro pro Nacht mit Frühstück. Klar, ist viel Geld, aber das ist ja in den meisten Skigebieten so. Dann haben einige Hotels noch diese Zusammenarbeit mit den Liften, dass man halt das Ticket für die Hälfte bekommt, was wirklich super ist. Also ich habe noch nirgendwo jemals ein Ticket so günstig bekommen wie jetzt hier in St. Moritz. Und auch die Hütten sind von bis. Also es gibt natürlich welche, da brauchen wir gar nicht drüber reden, El Paradiso, El Expensivo, das ist ja wirklich jenseits von Gut und Böse, aber es gibt auch Hütten, die sind, ja, das Essen ist teurer als in Österreich, klar, aber wir sind auch in der Schweiz, die Getränke sind eh nicht teuer wie in Österreich, würde ich fast sagen, also es ist noch irgendwie im Rahmen und mich hat es nicht überall so richtig geschockt, wie ich es mir vorgestellt habe, muss ich sagen. Richtig geiles Skigebiet, für mich persönlich das beste Skigebiet, wo ich je gefahren bin. Ich habe auch noch nicht so viele gesehen. Ich bin meistens immer im gleichen gefahren, als ich kleiner war. Und ich bin jetzt mal gespannt auf Zermatt. Da freue ich mich auch richtig drauf und hoffe, dass vielleicht die Videos auch gut bei euch ankommen oder es viele gibt, die das auch interessant finden. Klar, mit allem drum und dran landen wir jetzt hier 2 Übernachtungen mit Ski, Essen, Verpflegung, dann schon so gut wegen El Paradiso bei 2000 Euro, würde ich mal sagen. Ne? Also das ist natürlich auch schon eine Ansage. Ich habe mich noch mal kurz hingesetzt und zusammengerechnet, was so ungefähr der Preis wäre, wenn wir richtig aufs Geld geachtet hätten. Und bin auf ungefähr 1100 Euro für 2 Skitage, 2 Übernachtungen in St. Moritz gekommen. Mit Verpflegung und 100 Euro Tankkosten. Also 550 pro Person. Vielen Dank an Aerolo fürs Sponsoren des Videos. Checkt die gerne mal aus. Und das war's eigentlich. Hast du noch irgendwas zu ergänzen, Julian, was dir zu St. Moritz einfällt? Fandest du es gut? Ja, war super. Tolles Panorama. Okay, damit beenden wir mal das Video. Haut rein, Kanal abonnieren und bis zum nächsten Mal. Dann aus Zermatt. Ciao!